Hallo und willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich euch meine neueste FPP-Vorlage vorstellen möchte, den Pi Waka Waka oder auch New Zealand Fantail oder neuseeländischer Fächerschwanz. 3 verschiedene Sprachen, 3 verschiedene Bezeichnungen für meinen Lieblingsvogel hier in Neuseeland. In diesem Video möchte ich dir mein Design einmal vorstellen und dir meine liebsten Tipps und Tricks rund um die Fertigung dieses doch eher komplizierten Designs mitgeben. Auf dieses Projekt bin ich besonders stolz. Nicht nur, weil es mein bisher kompliziertestes FPP-Schnittmuster ist, sondern auch, weil ich wirklich aus meiner langjährigen FPP-Erfahrung heraus darauf geachtet habe, möglichst viele kleine Kniffe einzubauen, damit ihr auch diesen Block möglichst gut und sauber umsetzen könnt. Gleichzeitig habe ich auch langfristig geplant, wie man dann diesen Block gut verwenden, nutzen, verwerten kann, ob jetzt zu einem Kissen, einem Quilt oder anderen Projekten. Und da gibt es in den nächsten Tagen auch nochmal eine kleine Überraschung, also es lohnt sich hier im Kanal auch nächste Woche nochmal vorbeizuschauen. Pi Waka Waka ist die Bezeichnung für diesen Vogel in der Te Reo Maori-Sprache, der Sprache der Maori, die hier die ersten Siedler waren in Neuseeland. Und es ist ein kleiner Vogel, ich blende euch gleich auch noch mal ein Foto ein, den man hier oft sieht, den man aber sehr selten still sitzen sieht. Der ist quasi die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit fliegt der durch die Gegend, ist aber immer wieder ein schöner Anblick und ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen. Gleichzeitig ist der Besuch eines Pi Waka Waka in der Maori-Mythologie allerdings kein schöner oder kein schönes Omen, denn er steht für Tod. Also insbesondere wenn ein Pi Waka Waka in das Haus fliegt, dann ist das ein Zeichen oder ein Omen für einen bevorstehenden Todesfall. Eine andere Auslegung ist allerdings, dass ein Pi Waka Waka ein Besuch aus der Unterwelt ist. In der Maori-Mythologie gehen verstorbene Seelen in die Unterwelt und ein Pi Waka Waka wird auch als Besuch aus der Unterwelt gesehen. Das heißt, wenn man ihn sieht, heißt das, dass ein lieber Mensch einen besuchen kommt. Ich mag diese Auslegung ein bisschen lieber. Lustig finde ich auch die Geschichte, die Maoris erzählen, warum der Pi Waka Waka solche kugeligen, leicht hervorstehenden Augen hat. Es gibt hier auch wieder einen Mythos oder eine Geschichte, dass der Halbgott Maui vom Pi Waka Waka etwas wissen wollte und weil der Pi Waka Waka das nicht verraten hat, hat Maui ihn gequetscht, so dass die Augen quasi aus ihm hervorgequollen sind, aus dem Kopf gequollen sind und deswegen sieht der Pi Waka Waka jetzt so aus, wie er aussieht. Genug zur Geschichte des Pi Waka Waka. Lasst uns über diesen Block sprechen. Der finale Block ist 15 Inch groß. Ich habe ihn auch schon als 12 Inch Block genäht. Das geht, ist aber tatsächlich dann nochmal einen Tacken kniffliger. Ihr seht, hier sind ein paar wirklich sehr, sehr kleine Teile dabei. Wenn ihr das Ganze mit einer anderen Skalierung ausdruckt, dann werden diese Teile natürlich nochmal kleiner und das Ganze noch ein bisschen fummeliger. Es geht aber, ich zeige euch mal ein Modell, das ich quasi in der Testphase genäht habe. Da habe ich, mein erster Block war 12 Inch groß und hier den habe ich dann gespiegelt ausgedruckt gehabt und dann sieht das Ganze so aus. Also auch als 12 Inch Block absolut
machbar. Ich habe den hier in einer Tasche vernäht. Da werde ich demnächst auch noch mal ein paar Fotos auf Instagram posten, wer das Ganze noch ein bisschen genauer sehen will. Also hier ein Waka Waka in einer nicht klassischen Farbverteilung. Das hier ist eher eine klassische Farbverteilung, aber ihr seht, es muss gar nicht sein. Ein Waka Waka kann auch ein Fantasie-Waka Waka sein. Möchtet ihr also die Größe ändern, dann müsst ihr die Skalierung beim Ausdruck ändern und auch das Spiegeln, also die umgedrehte Blickrichtung des Vogels, könnt ihr beim Ausdrucken ändern. Da müsst ihr vielleicht einmal suchen, wenn ihr auf eure Druckübersicht, wo ihr einstellt, eure Skalierung einstellt und so weiter. Wenn ihr das aufruft vor dem Ausdrucken, dann gibt es da meistens irgendeine Bezeichnung, sowas wie Spiegeln oder sowas, die ihr auswählen könnt. Dann wird das Ganze einmal gespiegelt ausgedruckt. Das habe ich tatsächlich vor. Also ich möchte gerne mir noch einen weiteren Block genau so nähen. Und dann werde ich die so anordnen, dass sich die 2 Waka Wakas anschauen, das Ganze zu einem Quilt verarbeiten. Einzige Schwierigkeit ist dann, dass hier auf den Ausdrucken meine Buchstabenbezeichnung andersrum ist. Aber ich glaube, das kriegen wir alle hin, dass wir das Ganze dann auch gespiegelt lesen können. Grundsätzlich empfehle ich diesen Blog für eher ambitionierte Anfänger oder Profis im Foundation Paper Piecing, denn es werden, wie gesagt, sehr, sehr viele sehr kleinteilige Elemente vernäht und das Schnittmuster enthält viele doch eher sehr spitze Winkel und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, das Ganze zusammenzusetzen. Ich verrate euch jetzt in diesem Video aber ein paar Tipps und Tricks, wie das möglichst genau funktioniert. Wie vernäht ihr nun die Vorlagen am besten? Als allererstes, der erste Schritt ist, dass ihr eure Papiervorlagen ausdruckt. Wie gesagt, mit einer 100% Skalierung oder ihr passt dann entsprechend eure Größe an. Und ich schneide mir meine Teile immer gerne einmal grob aus und falte entlang aller durchgezogenen Linien einmal entlang. Das hilft mir nachher beim Entfernen des Papiers und auch beim Anlegen der Stoffstücke auf der Rückseite kann das hilfreich sein. Ich habe auf meinem Kanal einige Videos rund um das Thema Foundation Paper Piecing. Wer neu ist, dem empfehle ich mein Anfängervideo anzugucken. Dort findet ihr auch Infos, wie ihr zu meinem Grateful Heart Freebie kommt und so weiter. Das ist ein wunderbares Anfängerprojekt, um mit der FPP-Technik zu starten. Und wenn ihr ein paar solcher Projekte genäht habt, dann seid ihr auch ratzfatz fit genug, um den Waka Waka zu nähen. Also hüpft vielleicht mal zu dem Video rüber und schaut euch die Basics an und dann könnt ihr hierhin zurückkommen. Also, ich bereite alle meine Vorlagen so vor, dass ich hier, wie gesagt, entlang der geraden Linien knicke. Und dann im nächsten Schritt überlege ich mir, wie meine Farbanordnung sein soll. Die Originalfarben quasi sind Grautöne. Und ihr könnt aber, wie gesagt, auch eure eigenen Stoffe und Farben verwenden und euren Fantasie-Waka Waka nähen. Wo die Farben wie angeordnet sind, das habe ich zum einen in Schattierungen auf den Vorlagen einmal dargestellt. Es ist durch die vielen verschiedenen Abstufungen allerdings teilweise schwierig, das genau zu erkennen. Deswegen habe ich dem Schnittmuster so eine Übersicht zugefügt, indem ich aufgelistet habe, welche Felder welche Farbe haben. Das heißt, in der Vorbereitung, wenn ihr das alles einmal geknickt habt, ja, dann empfehle ich euch, nochmal durch alle Teile durchzugehen und die entsprechend farblich zu markieren mit einem Kürzel oder anmalen oder sowas. In dem Fall, dass ihr in Grautönen näht, habe ich mir zum Beispiel Kürzel gemacht für dunkelgrau DG, für hellgrau HG, für grau
G. Ja? Also einfach simple Kürzel reichen, damit man das Ganze nochmal ein bisschen besser erkennen kann. Je nach Ausdruck kriegt das vielleicht auch so gut hin, also je nach Drucker und Druckqualität und so weiter. Aber mir hilft das tatsächlich sehr, das Ganze nochmal gut zu erkennen. Ihr könnt, wie gesagt, eure eigenen Farben verwenden. Und dafür habe ich euch hier ein paar Felder eingerichtet, die ihr dann entsprechend farblich markieren könnt und dann so auch eure Papierteile entsprechend farblich markiert. Das mache ich so, einfach mit einem Buntstift schnell die einzelnen Teile einfärben. Wie gesagt, so gehe ich dann einmal durch, dann bin ich komplett vorbereitet und kann meine Einzelteile ganz, ganz entspannt, ohne groß nachzudenken, nähen. So passieren mir deutlich weniger Fehler und das ganze Projekt ist viel entspannter. Also es lohnt sich wirklich, sich einmal hinzusetzen, das Ganze in Ruhe durchzuplanen und zu markieren und dann loszulegen. Ein weiterer Punkt, den ihr noch vorbereiten könnt, hat mit diesen kleinen farblichen Markierungen zu tun. Diese Symbole, die farblich markiert sind hier. Ja? Was es damit auf sich hat, wofür ihr die braucht, zeige ich euch gleich. Aber in der Vorbereitung kann ich euch empfehlen, solltet ihr das Ganze schwarz-weiß ausdrucken und dementsprechend die Farben hier nicht erkennen können, dann markiert euch auch hier die Farben. Also nehmt euch dann einfach Buntstifte und markiert eure gelben Markierung gelb und so weiter. Das könnt ihr ja dann mit der digitalen Version abgleichen. Auch das hilft euch beim Zusammensetzen und beim entspannten Nähen später. Habt ihr nun alle Teile vorbereitet, legt ihr los und näht eure einzelnen Elemente. Hier habe ich einen Schwung Elemente fertig genäht. Moment. So, das ist ein Vogel, an dem ich aktuell arbeite, die einzelnen Teile. Ich habe schon angefangen, hier das Ganze zusammenzusetzen. Also nach dem Nähen der einzelnen Teile, was wirklich durch unsere Markierung absolut maximal entspannt erfolgt, muss das Ganze jetzt zusammengesetzt werden. Und das Schnittmuster gibt euch eine Reihenfolge, in der ihr die einzelnen Teile zusammennäht. Zum Beispiel A plus B ist das Teil A, an das Teil B nähen, das ergibt dann das Teil AB. Okay, und so geht es dann insgesamt weiter und ihr näht einfach in dieser Reihe sukzessive euren Vogel, in dieser Reihenfolge sukzessive euren Vogel zusammen. Damit ich hier gut die Übersicht behalte, lege ich mir meine Teile gerne vorher so aus, wie sie dann zusammengenäht werden müssen. Hier fehlt jetzt ein Teil, das ist das hier, das gehört noch hier dazwischen. Und so kann ich dann mir einfach immer zwei Teile greifen und die dann zusammennähen. Wie die ausgelegt werden, da gibt es zwei Hilfen im Schnittmuster. Zum einen gibt es so eine Übersichtszeichnung, da sind die einzelnen Elemente mit ihren Buchstaben drauf markiert. Ich lege, wie ihr seht, gerne die Stoffseite aus. So kann ich dem Vogel ein bisschen beim Wachsen zusehen, wenn dann Stück für Stück die Einzelteile zusammengesetzt werden. Meine Tester haben sich auch eine Version von der Papierseite gewünscht. Also das ist die Orientierung, so wie der Vogel, der wird in diese Richtung gucken, zum Schluss zusammengesetzt wird. Lege ich das Ganze mit der Papierseite aus, ja, dann guckt der auf der bedruckten Seite natürlich in die andere Richtung. Deswegen gibt es diese Übersicht zweimal, einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung im Schnittmuster. So könnt ihr euch dann eure Seite aussuchen und das Ganze so auslegen, dass es für euch am besten passt. Ebenfalls beim Auslegen helfen euch die gerade erwähnten Markierungen. Das Schnittmuster, die einzelnen Teile haben an verschiedenen Punkten eben genau diese Markierungen. Ich zeige euch das mal auf den Papierteilen mit den umgedrehten Buchstaben. Moment. Okay, so sehen die aus. Damit sind verschiedene Punkte markiert. Und das sind eben die Punkte, die eben beim Zusammensetzen genau aufeinandertreffen müssen. Ich habe alle Punkte markiert, wo quasi eine Spitze auf eine Spitze trifft, wo Nähte zusammentreffen müssen. Und es ist so, dass
dass eben immer genau auf diesen 2 Teilen, diese 2 Punkte, das gleiche Symbol in der gleichen Farbe haben. Das heißt, die werden hier in irgendeiner Form so zusammengesetzt, dass die aufeinandertreffen müssen. Okay? Das heißt, wenn ihr das Ganze auslegt, dann helfen euch eben genau diese Punkte bei der Orientierung, wie das Ganze zusammenkommt. Also das zusammen mit dieser Übersichtszeichnung sollte euch helfen, das Ganze einmal zu Beginn so auslegen zu können. Der zweite und eigentlich wichtigere Punkt oder Zweck dieser Markierung ist das Heften oder Stecken der einzelnen Teile, wenn es daran geht, das Ganze zusammenzunähen. Wer meine Videos kennt und schon länger mit mir näht, weiß, dass ich eigentlich mein Papier nicht unbedingt an diesem Punkt drin lasse. Für so ein kompliziertes Schnittmuster empfehle ich es aber, dass ihr das Ganze drin lasst. Und erst, wenn der Block fertig ist, beziehungsweise die einzelnen Stücke zusammengenäht sind, also hier in dem Fall zum Beispiel ist das Teil C hier bereits vernäht, an der Stelle könnt ihr dann auch euer Papier schon rausnehmen. Ja? Aber grundsätzlich würde ich es möglichst lange drin lassen, denn so habt ihr so könnt ihr diese Punkte nutzen und seht, wo ihr darauf achten müsst, dass Spitzen oder Eckpunkte gut zusammentreffen. Also hier zum Beispiel dieser Punkt, das Oberteil vom Schnabel geht genau hier ans Ende des Kopfes. Ja? Das war wichtig, deswegen gibt es hier an der Stelle eine Markierung. Okay? Und so zieht sich das dann durch das Schnittmuster fort. Hier gibt es einen Punkt, wo das Bein an den Bauch drankommt und es ist halt dieses rote Hexagon. Und ihr könnt es jetzt nutzen, um das Ganze exakt hier so festzustecken vor dem Nähen, dass der Punkt sich gut trifft. Und zwar funktioniert das Ganze, also so ist mein Ergebnis, bevor ich dann zur Nähmaschine gehe. Ich mache das Ganze gegebenenfalls auch nochmal hier mit meiner gelben Markierung. Also damit würde ich jetzt die Nadel rausnehmen, zur Nähmaschine gehen und so das Ganze festnähen. Und wie komme ich jetzt dahin? Ich mache das jetzt einmal vor. Ich habe hier 2 Teile und ihr seht, hier gibt es den grünen Stern, den grünen Stern. Das heißt, diese Punkte hier müssen genau aufeinander liegen. Und diese Teile werden jetzt zusammengenäht entlang dieser Kante. Und ich muss das ja jetzt entlang der Kante ausrichten, bevor ich es zusammennähe. Und deswegen greife ich mir jetzt eine Stecknadel und ich starte mit dem Teil, das oben liegt. Und jetzt stecke ich meine Stecknadel senkrecht von oben genau durch diesen Punkt. Einmal, und es ist wichtig, dass es nicht schräg ist, sondern wirklich von oben einmal durch den Punkt, okay? So, und jetzt nehme ich das andere Teil und von der Stoffseite ausgehend gucke ich, dass ich hier genau durch meinen Punkt auf der anderen Seite treffe. So lege ich das Ganze zusammen. Und wieder, es ist sehr wichtig, dass die Nadel genau senkrecht ist und nicht so, ihr seht, wie sehr sich der Stoff hier verschiebt. Ja? Also wir halten unsere Nadel ganz genau senkrecht. Und jetzt könnt ihr euch einen Clip nehmen und jetzt steckt ihr das Ganze mit Clips fest. Gerne auch mehreren Clips. Okay? So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kann ich meine Nadel wegnehmen und habe aber mein Teil jetzt wirklich ganz genau ausgerichtet und kann jetzt an der Nähmaschine entlang dieser Linie nähen. Okay? Also so könnt ihr eure Markierung nutzen und habt dann wirklich genau aufeinandertreffende Punkte.
Ein weiterer Tipp ist, dass ihr an diesem Punkt, wenn ihr euch unsicher seid, es wirklich sehr genau sein muss, gerade bei den ganz kleinen Teilen kann es dann doch schon mal sich doch noch mal ein bisschen verziehen oder verrutschen. Dann ist ein weiterer Tipp, dass ihr entlang der Linie erstmal heftet, also eine Stichlänge von 4 einstellt, ja, das Ganze erstmal fest heftet, aufklappt, kontrolliert, trifft der Punkt jetzt wirklich da exakt zusammen. Wenn das so ist, nochmal eine Naht drüber setzen mit eurer geringen Stichlänge. Ist es nicht so, dann ist es an der Stelle halt deutlich einfacher, eine Heftnaht nochmal aufzutrennen und das Ganze neu zu nähen, als es ist mit unserer sehr, sehr kleinen Stichlänge. Also das ist nochmal ein kleiner zusätzlicher Tipp, ja, um euch den Frust des Auftrennens da an der Stelle zu ersparen. Als letzten Punkt möchte ich nochmal auf das Papier eingehen. Wie gesagt, ich lasse mein Papier drin. Allerdings ist es sehr wichtig, dass das Papier aus den Nahtzugaben hier nach dem Zusammennähen entfernt wird. Denn sonst kann es mir passieren, lasse ich das Papier drin, dass im Verlauf des Nähens in den Nahtzugaben, wenn das Papier da drin ist, sich quasi mehrere Lagen so nach innen vergraben und man das hinterher wirklich nur sehr schlecht bis gar nicht mehr aus den Nahtzugaben rausbekommt. Das heißt, sobald eine Naht genäht ist, schaut ihr, das ist ja auch bereits perforiert, quasi dieses Papier hier in den Nahtzugaben ihr entfernt und dann könnt ihr weitergehen und das nächste Teil annähen. Solltet ihr Fragen haben, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall nächste Woche nochmal vorbei, dann gibt es mal eine kleine Mini-Überraschung zum Verarbeiten dieser Blöcke. Wenn ihr meine zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, dann gebt diesem Video doch einen Daumen hoch bzw. folgt meinem Kanal. So werdet ihr direkt informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wichtige Links, Infos und so weiter gibt es wie immer im Text unter diesem Video. Und ja, mir bleibt jetzt erstmal euch viel Spaß zu wünschen beim Nähen meines Piwakawakas.